Hi Leute! Ich hatte diese Woche ein bisschen Zeit, das Kernbohr-Fail-Video, was ich euch schon länger versprochen habe, zusammenzuschneiden. Ich habe ein paar Clips vorbereitet, die will ich jetzt mit euch zusammen durchgehen, schauen wir es uns an und dann werde ich euch ein paar Sachen dazu erzählen, wie es zu den Situationen kommt und was besonders gefährlich dabei war oder was besonders lustig dabei war. Also, lehnt euch zurück, trinkt einen Schluck Tee und verschluckt euch nicht. Okay, im ersten Clip seht ihr eine Kernbohrung, die ich gemacht habe, und das war meine allererste Kernbohrung. Ihr seht hier im Hintergrund diesen Dunstabzug und das war die Bohrung für das Dunstabzugsabzugsloch. Schauen wir es uns mal an. Ihr seht, das Equipment ist noch niegelnagelneu. Meine erste Kernbohrung, neue Maschine. Ich setze die Freihand an über diese Holzleisten. Das seht ihr in meinem anderen Video, wie ich das genau mache. Ich blende es euch oben mal ein. Das Interessante bei der Bohrung ist, dass sie sehr, sehr weit oben an der Decke ist und ich musste auf einer Leiter stehen bohren. Ihr seht, das hat relativ gut geklappt. Am Anfang ist die Wand relativ weich und ich konnte schön ansetzen. Ja, nachdem ich jetzt hier so 4-5 cm in der Wand bin, sieht man die ersten Probleme. Ich verhake ab und zu. Im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, das lag daran, dass ich in den Ringanker von dem Gebäude reingebohrt habe. Also da ist oben in der Mauer außenrum so eine Betonschicht mit einem Bewährungsstahl drinnen. Und da wird dann plötzlich die Wand viel härter als vorher. Vorher war es hauptsächlich Leichtbeton und jetzt kommt massiver Stahlbeton. Jetzt versuche ich quasi, nachdem ich kurz eine Pause gemacht habe, nach dem ersten Verklemmern, wieder die Bohrmaschine zu starten. Und das geht jetzt hier ordentlich schief. Okay, ihr habt das gesehen. Ich habe gestartet und dann ist mir die ganze Maschine so nach oben geruckt, dass es mir die Hand an die Decke geschlagen hat. Aber so richtig. Also das tat wirklich weh, weil vor allem die Decke oben, wenn ihr genau hinschaut, ist relativ roh und da sind noch so Riefen von dem Putz, der da früher mal dran war. Und genau da hat es mir voll meine Hand reingeschlagen. Und hier könnt ihr sehen, was ich für ein Problem hatte, warum sich das so verkeilt hat. Ich hatte diese ersten 4 cm durchgebohrt, bis ich auf den Stahlbeton getroffen habe. Und dann hat sich der Leichtbeton, aus dem diese Steine sind von der Mauer, hat sich abgelöst von dem Stahlbeton und ist quasi ein Teil von dem Bohrkern abgebrochen. Dadurch ist ein bisschen so Steinbruch entstanden und als ich dann den Bohrer zurückgezogen habe, dann ist dieser Steinbruch vorne vor die Bohrkrone hingebröselt. Und als ich dann gestartet habe, hat sich der in diesen Steinmehl und Steinkörnchen, die da so entstanden sind, verhakt. Das war das Problem an dieser Szene. Das Einzige, was ich gelernt habe, was man dagegen tun kann, ist einfach zu versuchen, diesen Moment zu halten und dann versuchen, die Maschine ein bisschen hin und her zu wackeln, während sie zieht. Und dann hoffen, dass sie möglichst schnell wieder frei läuft. Und das Resultat war, dass ich beinahe von der Leiter gefallen bin. Also ihr seht, ich versuche es zu halten, aber die dreht mich einfach hier von der Leiter weg. Bin ich jetzt dann fast schon durchgebohrt. Zack, und voll in die Wand gefallen. Und das ist mir bis jetzt bei fast jeder Bohrung passiert, dass ich am Ende so fest andrücke und dann plötzlich durchgehe und dann falle ich voll gegen die Wand und stoße mir nochmal die Hände. In dem Fall hatte ich aber schon die dicken Handschuhe. Und wenn ihr jetzt hier genau hinschaut in diesem Bild, dann seht ihr, dass der Bohrer enorm schief aus der Wand rauskommt. Da seht ihr dann in den nächsten Clips, wie ich das versucht habe zu verbessern. Okay, der nächste Clip ist ein bisschen eine andere Art von Bohrung. Da bohre ich jetzt nicht in die Wand, sondern in den Boden. Schauen wir uns den Clip mal dazu an. Also ihr seht, nach unten zu bohren wirkt eigentlich relativ stabil. Insbesondere ist das jetzt hier ein bisschen kleineres Loch, also nur 100. Und ich habe auch eine Wasserversorgung aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt hatten wir in der Wohnung hier noch kein Wasser.
Das heißt, wir haben immer aus Wassereimern gearbeitet, hier über die Gravitationspumpenmethode, einfach aus dem Eimer nach unten laufen lassen. Hat eigentlich wunderbar funktioniert und man sieht eigentlich in der Szene fast überhaupt keinen Fail. Aber das ist jetzt hier das dritte Loch. Das wirkliche Problem hatten wir im vierten. Ich habe leider kein Video dazu, deshalb erzähle ich es euch jetzt einfach. Im vierten hatten wir den Bohrkern rausgenommen und hatten dann festgestellt, dass in dem Bohrkern so ein richtig schönes, dickes Stahlstück drinnen war. Das hatten wir einfach durchgebohrt. Und dann haben wir rausgeschaut und haben gemerkt, dass er auf der anderen Seite unser Balkon ist. Das heißt, wir haben tatsächlich unseren Balkon abgebohrt. Er hat noch gehalten, er hält auch immer noch, also der steht da draußen. Aber wir wissen wirklich nicht, wie gut das Ding noch hält. Und deshalb planen wir jetzt den ganzen Balkon abzusägen, weil wir den so und so nicht wollen da außen am Haus. Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten habe ich dann auf diesem Stockwerk noch weitere 4 Löcher gebohrt und hatte eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Die Probleme fingen allerdings dann wieder an, als ich unten im Keller ein Loch bohren wollte. Da musste ich auch 4, 5 Löcher bohren für Raumlüfter. Und da habe ich jetzt den nächsten Clip für euch vorbereitet. Schauen wir uns mal an. Ihr seht, die Wände hier in dem Keller sind aus so massiven, relativ mageren Beton mit sehr viel Steinchen. Auch eine Wasserversorgung habe ich diesmal eine stabilere, über einen Wasserschlauch, jetzt mit wirklich Wasserleitungsanschluss. Der Anfang ist schon ein bisschen härter, ihr seht die Funken sprühen beim Kontakt mit den Steinchen, aber ihr könnt jetzt schon sehen, dass ich massiv Schwierigkeiten mit dem Stehen habe. Ihr seht, der Andrehmoment ist immer noch ein bisschen überraschend. Und jetzt seht ihr die Probleme, wenn man ein bisschen Wasserversorgung mit Mehrdruck hat. Das habe ich gar nicht gemerkt, als ich gebohrt habe. Ich habe einfach weiter gebohrt, obwohl hier mein ganzes Bein voll gespült wird. Da seht ihr, wie konzentriert man ist. Man braucht Full Power. Die ganze Wand angespült, ich glaube es nicht. Gut, dass ich es auf Video habe. Ihr seht auch, dass ich einen Laser benutze, um meine Neigung einzustellen. Nach den ersten paar Zentimetern mache ich dann hier eine Pause. Bin schon ein bisschen K.O. Wasser geht aus, okay. Schön brav den Stecker an die Seite gelegt und was wurde vergessen? Den Stecker auszustecken. Und jetzt stehe ich da. Helfer ist weggelaufen, na toll. Und das ist natürlich jetzt saugefährlich. Also ihr habt gesehen, ich habe die Maschine hier runtergenommen, mit einer Hand am Abzug. Wenn ich den gedrückt hätte, dann wäre die Hölle los gewesen. Dann hätte mir die ganze Maschine so richtig das Kabel gefressen und es hätte mich wahrscheinlich von der Leiter gehauen. Saugefährlich. Macht immer den Strom aus, sobald ihr nicht mehr bohrt. Ganz, ganz wichtig. Okay, weiter geht's. Oh ja, voll gegen die Wand. Habt ihr es gesehen? Das Wasser war nicht an. Und deshalb war ich abgelenkt, war ein bisschen frustriert, habe nach meinem Helfer gesucht, Bohrmaschine rausgezogen und voll gegen die Wand geschlagen damit. Da hätte auch was anderes stehen können außer eine Wand. Ich hatte dann zunehmend Probleme, nach kurzen Pausen im Loch wieder anzufahren, weil es sich immer verkeilt hat. Und deshalb habe ich dann probiert, mal außerhalb anzufahren und dann mit laufender Maschine ins Loch reinzufahren. Das seht ihr hier. Es geht nicht wirklich gut. Also sobald ich mit einer Seite das Loch berühre, dann löst sich irgendein Steinchen von der Wand und verkeilt dann die Maschine. Ich mache es jetzt hier trotzdem nochmal so. Diesmal klappt es besser, habe ich es kontrolliert. Aber sobald ich dann ein bisschen drin bin, verkeilt es schon wieder. Es ist einfach in diesem massiven Beton, es ist enorm schwer freihändig zu bohren. Nach insgesamt 20 Minuten sah es dann bei mir so aus. Meine Hände haben gezittert. Ich konnte einfach noch nicht mehr, ich war fix und fertig. Ich musste die ganze Zeit auf dieser Leiter und auf dem Fensterbrett stehen und mit voller Kraft gegen die Wand drücken. Ich lag dann quasi nur noch so da. Aber motiviert und naiv wie ich bin, habe ich natürlich weitergemacht. Kurze Pause und weiter gebohrt wird.
Man merkt, man hat ein bisschen gelernt aus den Fehlern. Strom wird jetzt wirklich kontrolliert angesteckt. Wasser wird richtig behutsam eingestellt jetzt. Aber dann habe ich natürlich vergessen, dass es noch eine zweite Verbindungsstelle für den Wasserschlauch gibt. Einfach runtergefallen und ich habe es nicht gemerkt. Man ist mit dem Gedanken einfach woanders. Und habe ich nicht gerade gesagt, ich habe aus den Fehlern gelernt? Ich schon, mein Helfer nicht. Einfach weggelaufen und mich alleine im Raum gelassen. Wasser bleibt an, läuft übrigens weiterhin auf Boden, weil es ist ja nicht an die Maschine angeschlossen, niemand merkt es und Strom ist auch nicht ausgesteckt. Und wenn ihr genau hinseht, dann seht ihr so richtig, wie die Bohrkrone so dampft, weil sie ist einfach richtig heiß gelaufen, weil ja kein Wasser durchkam. Wir kühlen sie hier dann mit dem Schlauch noch ein bisschen. Also in dem Moment können wir uns eigentlich auch nicht erklären, warum die so heiß ist. Wir haben immer noch nicht gecheckt, dass der Schlauch abgefallen ist. Wir dachten einfach, ja, es ist einfach so heiß. Und einfach weiter bohren, der Schlauch ist unwichtig, den muss man nicht anstecken. Man kann ja das Wasser aufdrehen, man regelt schön den Durchfluss, läuft halt alles auf den Boden. Auch egal, ich lache mich tot. Jetzt! Meine Helferin hat gecheckt, dass das Wasser nicht mehr läuft. Und das Problem gefixt. Wir werden besser. Sicher wäre gewesen, natürlich kurz eine Pause einzulegen und alles zu verbinden, aber ja, man kann es natürlich auch bei laufenden Maschinen einstecken. Wenn es dann schief geht, dann kriegen beide eine Maschine ins Gesicht. Ich komme mit der Zeit immer tiefer in den Beton. Immer tiefer heißt hier ja vielleicht so 10 cm von 30. Und dann passiert das. Und daran könnt ihr dann echt merken, dass meine Kraft und Konzentration total am Ende war. Schauen wir es uns nochmal langsam an. Also, dieser Moment hier ist sehr wichtig. Ihr seht, ich bohre schön gemütlich vor mich hin. Aber dann entscheide ich mich, meinen Fuß ein bisschen nach vorne zu schieben. Und damit hat alles angefangen. Durch das nach vorne schieben von den Fuß wackele ich an der Maschine ein bisschen und sie verkeilt sofort. Ich fange sie auch kurzfristig ab, aber dann habe ich das Problem, dass sich bei dem Ein-Ausschalter dieser Arretierungsknopf gedrückt hat und ich nicht direkt loslassen kann. Das heißt, ich muss erst noch das Entarretieren, damit ich den Anschalter deaktivieren kann und das schaffe ich einfach nicht so lange zu halten. Und dann gleitet mir die Maschine aus der Hand und zum Glück habe ich es noch geschafft, den Schalter loszulassen, sonst hätte die unendlich gedreht. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre, weil die wäre dann in der nächsten Runde nochmal rumgekommen und dann wäre da mein Kopf gewesen, dann hätte die mir voll auf den Kopf geschlagen. So konnte ich mich noch wegducken und das Einzige, was wirklich passiert ist, sie hat mir hier im Pullover so reingedreht und hat den Pullover so ein bisschen aufgewickelt. Habe ich auch daraus gelernt, lose Klamotten beim Kernbohren sind gefährlich. Wenn euch die Maschine weggleitet und ihr da gerade so andrückt, das kann böse enden und ihr könnt euch da richtig reindrehen. Weil nachdem da irgendwann maximale Spannung entstanden ist in eurer Kleidung, dann bleibt nur noch ihr übrig, die euch drehen könnt um die Maschine. Aber Glück gehabt. Und das zeigt auch nochmal, wenn ihr eine Kernbohrmaschine habt mit so einer Arretierung, dass ihr immer bohrt, ihr müsst jemanden daneben stehen haben mit den Händen an der Steckdose. In so einer Situation, wenn ich nicht geschafft hätte, die Arretierung zu lösen, das hätte böse enden können. Das heißt, lasst euren Helfer wirklich daneben stehen, euch kontinuierlich beobachten, Stecker in der Hand, wenn irgendwas schief geht, Stecker trennen und die Sache hat sich erledigt. Dann kann sich das Ding nur einmal um die Achse drehen und nicht kontinuierlich. Saugefährlich. Nach diesem Zwischenfall haben wir das Freihand-Kernbohren dann aufgegeben in dieser Betonwand. Ist nichts für uns. Das ist einfach viel zu gefährlich. Da kann man sich ernsthaft verletzen. Wir haben dann das eine Loch noch abgeschlossen, indem wir mit einem Abbruchhammer
hier mit so einem Meißel und einem Bohrer ein paar Löcher durchgebohrt haben und den Rest dann rausgeschlagen haben. Hat auch funktioniert, sieht nicht so elegant aus, führt aber letztendlich auch zum Ziel. Für die restlichen 4 Löcher in dem Stockwerk haben wir uns dann eine professionelle Ständer-Kernbohrmaschine ausgeliehen. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht, wie das funktioniert, wie man die aufbaut und wie man sie bedient. Verlinke ich euch hier oben. Und natürlich sind uns mit dieser Bohrmaschine auch ein paar Malheurs passiert. Zwar nicht so gefährlich, aber doch ganz interessant anzuschauen. Hier seht ihr diese Ständerbohrmaschine, aber diese Kraft muss natürlich irgendwo kompensiert werden. Und die ist hier eigentlich nur mit einem so einem Einschlaganker festgemacht. Der ist da in der Mitte von dem Gestell. Diese 4 Schrauben außen, die sind überhaupt nicht zur Befestigung. Die sind nur zur Nivellierung und Einstellen von dem Bohrwinkel. Und in dieser porösen Wand von diesem alten Haus, dann hat dieser Einschlaganker einfach keinen Halt gefunden. Wenn ihr das Video hier anschaut, dann seht ihr, wie sich, je mehr ich reindrücke, kippt sich einfach der Bohrständer nach hinten unten. Das sieht man relativ eindrucksvoll. Ich spiele das hier ja mit 20-facher Geschwindigkeit ab. Beim Bohren habe ich das selbst gar nicht so wirklich gemerkt. Das habe ich dann erst gemerkt, als alles zu wackeln anfing und mir der Ständer von der Wand immer weiter weggerutscht ist. Ich habe es dann hier versucht, zumindest ein bisschen mit einem Holz zu kompensieren, dass mir der Winkel erhalten bleibt und ich wieder ein bisschen an der Wand anliege mit diesen Nivellierungsschrauben. Letztendlich bin ich dann durchgekommen, aber ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich das alles lösen könnte. In meinem anderen Video zu dieser Bohrmaschine habt ihr auch sehr hilfreiche Kommentare gepostet. Vielen Dank euch allen. Das nächste Mal werde ich das sicherlich anders machen. Eine der vielversprechendsten Lösungen war wirklich einfach ein kleines Loch komplett durch die Wand zu bohren und dann die Maschine mit einer Gewindestange komplett durch die Wand zu befestigen. Das werde ich bei meiner nächsten Kernbohrung in diesem Haus definitiv ausprobieren. So, das waren jetzt alle Clips, die ich für euch vorbereitet habe. Ich hoffe, ihr konntet von meinen Fehlern lernen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen zu entscheiden, ob er eine Kernbohrung selber macht oder nicht. Es ist durchaus gefährlich. Meiner Meinung nach in den richtigen weichen Materialien kann man auch Freihand bohren, aber in Beton und insbesondere Stahlbeton lasst es lieber sein, wenn ihr keinen vernünftigen Stand habt und keine Bohrmaschine mit Rutschkupplung oder ähnlichen Sicherheitsvorkehrungen. Und falls es euch was gebracht hat, dieses Video, subscribt auf meinem Kanal. Ich habe noch viel zu tun auf meiner Baustelle und werde alles, was ich mache, hier dokumentieren und mit euch teilen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!